Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich hatte mir gedacht, womit startet man besser ins neue Jahr als mit einem Dungeon-Kampf gegen den Nekromanten? Denn das ist der Gegner, den ich als nächstes besiegt habe. Ja, der Gegner, der so schwer fiel, wo ich sagen musste, oh, das dauert noch so lange, bis wir den besiegt bekommen. Ist jetzt endlich gefallen. Ja, ich habe den Try jetzt schon euch gespoilert, aber ihr habt es auch schon im Titel gesehen bereits. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht und seid alle wohlauf, gesund und habt euch nichts getan. Und ja, das ist hier auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Neuigkeit. Der Nekromant liegt jetzt endlich und wir haben so einen schönen Helm bekommen, den ich jetzt nicht weiter verwerten konnte. Die Kunigunde hat jetzt nicht sehr viel bessere Stats dadurch bekommen und ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich nice Sache. Der Nekromant ist endlich gelegen, ja, und ich muss euch eine Sache noch verschweigen, die werdet ihr wahrscheinlich morgen dann im Video sehen, was hier noch auf dem ja, Charakter passiert ist. Da möchte ich euch aber noch ein bisschen auf die Folter spannen, ja, für morgen, denn da sind nämlich noch sehr weitere krasse Sachen passiert. Erstmal, da ist der Nekromant hier down und ja, das ist auf jeden Fall eine Neuigkeit, die ich euch jetzt als erstes mitgeben wollte hier ins neue Jahr. Eine sehr erfreuliche Neuigkeit, mal die erste positive Neuigkeit, sag ich mal, die dieses Jahr passiert ist. Und ja, die andere Sache, die werdet ihr dann wahrscheinlich direkt dann morgen sehen als nächstes Video. Da könnt ihr euch auch auf jeden Fall drauf gespannt machen, wie Pfeil und Bogen, wie ein Hochspannungsmast oder eine Pferdekutsche oder ein Bettlaken. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was noch weiter gespannt werden müsste, ne? Ich euch auf die Folter. So, ne? Ja, also deswegen erstmal gehen wir hier heute zum Start im neuen Jahr hier erstmal auf den Battle Mage und gucken mal, was hier so abgeht, denn wie gesagt, die andere Neuigkeit, die möchte ich euch auf jeden Fall morgen präsentieren. Ihr kennt das ja, wenn schon irgendwas Besonderes passiert, dann möchte ich dazu dann auch immer extra ein Video machen, ja, weil sonst einfach zu viel Content für ein Video da ist. Ja, das kann ich mit meinem Gewissen auch einfach irgendwo jetzt auch nicht vereinbaren. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, ich freue mich, dass ihr auch dieses Jahr wieder hier mit am Start seid. Ich bin gespannt, was dieses Jahr passiert. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser, zumindest nach den äußeren Umständen, dass es da ein bisschen in der Richtung ein bisschen besser wird, weil ja, aus der Shakes and Fidget Sicht oder aus meiner persönlichen Sicht hier auf YouTube kann ich es mir eigentlich momentan nicht viel besser vorstellen. Ihr seid so am Start wie nie zuvor und das freut mich wirklich sehr. Das hatte ich ja auch schon im letzten Video, ja, letztes Jahr ja auch schon gesagt, im letzten Video 2020 und deswegen freut mich das wirklich sehr und ja, das könnt ihr euch wirklich gar nicht vorstellen, ja, auch wenn es nicht so rüberkommt. So, wir konzentrieren uns jetzt aber mal hier auf die Sachen, die uns ja, hier auf den Battle Mage, Berserker wollte ich schon gerade sagen, beschäftigen. Ist nicht so viel, ja, hier tut sich nicht so viel, ist ja auch mein zweiter Account, deswegen ist da eher weniger am Start. Wir haben hier noch einen letzten Gegner in der Oberwelt und das ist hier der Zeus, ja, Olymp, 10 von 10, dann haben wir hier die Lichtwelt tatsächlich auch gecleart und sind hier auf meinem zweiten Account dann auch in der kompletten Schattenwelt arrived und haben dann nur noch da denn was zu tun, das heißt, dementsprechend werden die Gegner da auch schwieriger. Ich müsste vielleicht meine Begleiter ein bisschen besser ausrüsten, aber ich glaube nicht, dass uns der Zeus erstmal so schnell hier, oder dass wir den Zeus nicht so schnell den Garaus machen, weil das Ganze ist ein Magier und ja, Battle Mage gegen Mage ist natürlich so eine Sache. Das Ding ist, ich würde sogar vielleicht gewinnen, wenn ich ein bisschen besseres Equipment hätte, dann könnte ich vielleicht sogar auf den Feuerball verzichten, der mir zum Anfang fehlt, weil ist ja ein Magier, ne, der wehrt ja den Feuerball ab, weil vom Schaden her sind wir vielleicht sogar gleich. Ne? Hat natürlich weitaus mehr Leben und haut auch ein bisschen mehr Schaden raus, aber es ist, denke ich mal, kein unmöglicher Gegner. Ist natürlich aber jetzt für mich persönlich als Battle Mage ein bisschen frustrierend und muss aber dann auch so sein. So als letzter Lichtwelt-Gegner kann der ruhig ein bisschen nerven.
So, da ist das jetzt nicht so, ja, tragisch, sag ich mal. Ne? So, wir switchen rum auf den Berserker, ja, wo wir jetzt auch bald den nächsten großen Meilenstein erreichen. Und zwar ist das die Stufe 400 als Free-to-Play. Das ist für mich persönlich auch eine sehr gute Leistung, wie ich finde. Es gibt natürlich da draußen von euch auch Leute, die ihr Leben lang auch schon Free-to-Play spielen und schon, was weiß ich, für krasse Level erreicht haben. Respekt auf jeden Fall dafür, für euer Durchhaltevermögen, aber ich finde Stufe 400 als Free-to-Play auch schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Also ist schon, denke ich mal, nicht verkehrt. So, hiermit können wir tatsächlich relativ wenig anfangen, deswegen spüren wir das mal durch. Magier. Lohnt sich das? Eieieiei, das lohnt sich ja richtig, Alter. Okay, also da könnte in der Schattenwelt mit dem Begleiter könnte da deutlich mehr gehen. Ich müsste das Ding aber sockeln und dafür müsste ich ganz viele Ressourcen in die Hand nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wir haben 40.000 Kristalle, was kostet mich das denn? 20.000. Ich meine, gut, ich upgrade meine Sachen hier sowieso relativ wenig. Also auf meinem Free-to-Play-Account uppe ich die alle nur, ja, 2 bis 3 Mal überhaupt, wenn überhaupt. Und das ist natürlich, ja, weil ich so viele Ressourcen bekomme ich halt als Free-to-Play-Spieler auch nicht zusammen. Hier habe ich noch vergessen, das Ding zu upgraden hier noch. Deswegen, ja, ist es, glaube ich, jetzt eine bessere Entscheidung, vielleicht die Waffe meinem Marquardt zu geben. Weil guckt euch mal den Schaden an, Alter. Also das muss ich eigentlich machen. Ich meine, das ist so viel besser, das muss ich eigentlich machen. Habe ich einen Edelstein? Ja, ich glaube ja. Also das muss ich machen. Wenn ich das nicht mache, dann... Boah, das ist schon ein heftiges Upgrade, ey. Krass. Ja, also für mein Berserker hat sich das nicht gelohnt, aber für Marquardt, holy shit. Der profitiert da ja richtig von, ey. Ja, vielleicht geht jetzt auch ein bisschen mehr wieder in der Schattenwelt. Mal schauen. Werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal herausfinden. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Tränke hier am Start. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache als Free-to-Play-Spieler. Die muss man sich dann zusammenhorten. Irgendwie ein bisschen... das ist auch besser hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe tatsächlich. Ja, dann nehmen wir das auch gleich mal mit rein. 30 Stat-Punkte lasse ich mir jetzt auch nicht entgehen, sag ich mal. Da, also, ist ja schon gesockelt, also von daher nicht so wild. Ne? So, zack. Ja. Und dann packen wir das mal hier rein. Und das Ding können wir dann mein Krieger... Ja, mein Krieger... Alter, was ist das denn, Junge? Plus 305. Ey, wie alt ist denn diese Rüstung? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also das sind halt die Sachen, wenn man Free-to-Play-Spieler ist. Da sind die Begleiter halt wirklich teilweise... Monate, teilweise Jahre zurück, was die Items angeht. Ja. Und ja, guckt euch mal das an, ey. Ja, und das macht sich natürlich dann auch in den Dungeons bemerkbar, ne? Also das ist ja uraltes Item, ja. Aber wie gesagt, kannst du nichts machen momentan, ne? Das ist halt... Ey, was das für Upgrades wären, ne? Aber ja, was willst du machen? Sie sind halt, als Free-to-Play-Spieler sind dir halt dann da mehr oder weniger die Hände gebunden und du musst es halt akzeptieren, dass du ein Free-to-Play-Spieler bist, ja? Und dass du halt nicht die Möglichkeit hast, großartig hier Pilze zu investieren, um deine Gegenstände zu sockeln, um die vielleicht auch für deine Begleiter zu nutzen. Aber wenn du mal die Chance haben solltest, ja, dann scheppert das aber ordentlich. Dann scheppert das aber richtig, ja? Ihr habt es eben gesehen, was da an Stat-Punkten jetzt eben rausgeholt worden ist. Eieiei, da bin ich mal gespannt, bin ich sehr gespannt, wenn ich meine Tränke wieder aktiviere und in die Schattenwelt gehe. Da kommt bestimmt einiges zusammen. Ja? Ähnlich sieht es aus auf meinem Dämonenjäger hier. Da ist es fast genauso. Weil ich hier ja auch nur meine Pilze für Alu nutze. Nicht mal fürs Glücksrad. Da, ja, für Alu und Greif sind meine Begleiter hier natürlich auf dem Server auch dementsprechend nicht ganz so fortschrittlich, sag ich mal, zum Rest der Bande. Ja, und auch hier fällt mir das schwer, den Gegenstand zu sockeln, weil, ja, ich bin halt hier nicht so pilzintensiv unterwegs. Aber hier, das können wir machen schon mal. Plus 24 ist okay. Bekommt hier noch einen schönen Stein rein. So, den können wir in die Toilette schmeißen und wir bekommen Intelligenz. Ja, plus 48, lohnt sich auch schon. Nice, sehr gut. Kleines Doppel-Upgrade wieder gemacht hier. Das ist doch schön.
Und ja, so sieht es jetzt momentan zum Anfang des Jahres auf meinen Servern aus. Ich bin gespannt, wie sie nachher am Ende des Jahres aussehen werden und wie sich die Accounts bis dahin entwickelt haben. Ich gehe mal davon aus, dass ich weiter noch so aktiv am Ball bleiben werde und ja, versuche auf jeden Fall mein Bestes zu geben, auch täglich für euch am Start zu sein. Ne? Versprechen kann ich es natürlich nie 100%, ich kann immer was dazwischen kommen, aber ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Gut, das war es dann soweit. Das war das erste Video im Jahre 2021, ja. Ich glaube, das wird jetzt noch ein paar Monate so gehen. Auch wenn man so irgendwo hinschreiben muss, das Datum irgendwo hinschreiben muss. Ich habe immer am Anfang des Jahres Probleme damit, 2020, 21, ach shit, ist ja jetzt schon 21, da habe ich immer Probleme mit. Ich denke mal, es geht vielen so. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertungen und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.